Hallo liebe Figürchen-Freaks. Heute haben wir was Tolles und zwar möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr ganz normale Warhammer-Goblins in Gartenzwerge, in Gnome umbauen könnt. Also hier haben wir jetzt die aus der 7. Edition Starterbox von Warhammer Fantasy von 2006. Battle for Skullpass oder Kampf um den Schädelpass oder so. Hier haben wir nochmal welche aus der 4. Edition, glaube ich, müssten die sein. Auch aus der Starterbox. Ja. Was am Ende bei rauskommt, ist folgendes. Ja, die sind jetzt hier schon bemalt. Das ist jetzt einer aus der 4. Edition. Und hier haben wir noch den aus der Schädelpassbox. Ja, das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Und zwar, das Einzige, was man machen muss, ist Bärte dran zu modellieren. Na, was haben wir denn da? Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen, wie das funktioniert. So, die tun wir zur Seite. Ihr braucht dafür einmal Green Stuff. Ja? Hier so ein schöner Schlauch, gibt es von diversen Herstellern. Dann Modellierwerkzeuge. Ja. Müsst ihr dann einfach mal schauen, was euch da am besten liegt. Die werden auch verkauft in einschlägigen Hobbyshops. Ja, könnt ihr einfach irgendwas nehmen. Also das brauchen wir. Drittens brauchen wir ein Bastelmesser. Vielleicht nicht das Beste, weil das ein bisschen stumpf werden könnte durch dieses Prozedere. Und Wasser. Stelle ich jetzt hier aber. Ja. Also der Wasser ist beim Green Stuff euer bester Freund. Ich möchte auch direkt voranschicken, dass dieses Tutorial wirklich für Anfänger und Einsteiger ist. Und das Schöne bei dieser Geschichte ist, dass ihr auch wirklich ein Projekt vor Augen habt. Also ihr könnt euch sagen, okay, was weiß ich, ich mache jetzt für einen Skirmisher oder so eine Gartenzwergbande oder vielleicht für einen Massenskirmisher wie Saga oder Ära der Magie oder Dragon Rampant oder wie auch immer. Und ihr habt sozusagen dann ein Ziel vor Augen und wenn ihr diese Bärte auch ein paar Mal modelliert habt, dann könnt ihr auch mit dem Material einfach besser umgehen. Das ist eigentlich einfach nur so eine Fleißaufgabe, eine Ausdaueraufgabe. Aber ich finde, an denen hier macht das auch besonders viel Spaß, weil die auch echt knuddelig aussehen am Ende. So, also hier haben wir unser Figürchen. Jetzt machen wir uns hier mal ein bisschen was ab. Nicht zu viel, da es dann vielleicht zu trocken werden könnte am Ende oder zu hart werden könnte. Ich nehme jetzt mal so ein bisschen was. Schneide mir das hier runter. Pack das wieder weg. Und ihr seht schon, ne, das ist ein bisschen sticky. Also es klebt so ein bisschen. Normalerweise würde ich das auch ohne Handschuhe machen. Ich mache jetzt die Videos immer mit Handschuhen, deswegen schauen wir mal, wie das funktioniert. Was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist jetzt erstmal das Messer zu nehmen. Ich tunke das jetzt ins Wasser und ihr schneidet jetzt den Mittelteil raus. Ich mache das mal. Zack, und ihr seht, mit dem Wasser geht es auch schon gut durch hier. Zack, komm her. Nummer 1, nochmal Wasser. So, und Nummer 2. Ja, dieses Mittelteil, das schmeißen wir jetzt weg. Da werdet ihr denken, hä, warum das denn? Das ist doch voll die Verschwendung, das ist doch viel zu teuer und so. Das Problem ist, wenn die Massen, also die blaue und die gelbe, so nebeneinander sitzen, dann kann es sehr gut vorkommen, auch wenn ihr fühlt, merkt ihr das, dass es da so teilweise so ein bisschen härter ist. Das heißt, da haben wir schon Verklumpungen. Da haben die beiden Massen schon reagiert und wenn ihr das jetzt nehmt und einfach mit reinmischt, dann habt ihr überall diese kleinen Klümpchen drin und das ist super nervig. Deswegen einfach das hier nehmen, wegschmeißen und mit dem Kram hier weitermachen. Ja, Green Stuff, super easy. Einfach erstmal, achso, ich mache mir mal ein bisschen hier die Handschuhe nass. Einfach schön durchkneten. Ja, ich mache mal kurz auf Stopp, bis es durchgeknetet ist und dann melde ich mich gleich bei euch wieder. So, da bin ich wieder. Ihr seht, das Green Stuff macht jetzt seinem Namen alle Ehre. Es ist grün und das ist Zeug.
Ja? Ihr seht, ich gehe immer wieder ins Wasser. Am besten auch klares Wasser dafür verwenden, weil sonst wird es echt eine ganz schöne Matsche. So, und jetzt können wir auch schon direkt loslegen. Ich mache mir jetzt so ein ganz kleines bisschen was ab. Ja. So ungefähr. Das hier lege ich zur Seite. Und jetzt fangen wir an. Jetzt zuallererst forme ich mir so eine kleine Wurst, die an der einen Seite spitz zuläuft. Also so. Und jetzt lege ich diese Wurst mit dem runden Ende unter die Nase. Jetzt nehme ich das Modellierwerkzeug hier, zack, mache es ein bisschen nass und drücke diese ganze Chose an. Auch wieder schön nass. So. Auch hier unten am Kinn ein bisschen. So. Ja, jetzt ist es schon so eine leichte Bartform. Jetzt nehmen wir das Messer, machen es auch nass und ziehen einfach. Ihr seht, es ist richtig viel Wasser drauf. Das macht nichts, das können wir gleich wieder runternehmen, ein bisschen Zewa oder ein bisschen Taschentuch. Und jetzt mache ich hier einfach so ein bisschen Struktur rein. Form den hier vielleicht auch ein bisschen so zur Seite. Ja, dass es nicht einfach zu glatt ist, sondern so ein bisschen nach Bart aussieht. So. Jetzt nehme ich mir ein Tuch oder irgendwas. Hier so einen alten Lappen. Nehme das Wasser ab. Denn gleich setzen wir den zweiten, also den Oberlippenbart drauf. Und da sollte kein Wasser dazwischen sein, weil sonst klebt es nicht vernünftig. So, seht ihr? Und jetzt nehmen wir uns hier wieder den Batzen. Oh Gott, klebt alles hier. Scheiß Handschuhe. Ja, schön nass machen. Ich nehme wirklich nur so ein bisschen was. Hier, sowas reicht schon. Das andere kommt wieder zum Großen. Na, komm her. Und formen uns wieder so ein Ding. Hier. Diesmal wollen wir es aber so haben, dass beide Enden ein bisschen spitz sind. Und jetzt nehmen wir die Mitte dieses kleinen Äumels und legen den wieder unter die Nase. So, es reicht erstmal, wenn er einfach erstmal drauf sitzt. Seht ihr das? Jetzt hier das Modellierwerkzeug. Jetzt gehe ich hier in die Mitte und versuche das wirklich unter die Nase zu drücken. So. Und dann können wir von der Mitte aus kommend den Oberlippenbart einfach so ein bisschen zur Seite legen. Ein bisschen festdrücken. Jetzt nehme ich mir wieder das Messer. Mache es wieder nass. Und setze auch hier wieder so ein bisschen Bartstruktur rein. Was ihr jetzt noch machen könnt, was ich auch mal ganz cool finde, ist, guck, hier das Modellierwerkzeug hat so eine Spitze. Mache ich nass und jetzt könnt ihr genau in die Mitte des Bartes von unten einfach so ein bisschen so ein Loch reinmachen. Ja. Ihr könnt zum Beispiel jetzt auch variieren. Ne? Ihr könnt den Bart in die Richtung setzen oder hier ein bisschen, dass es so ein bisschen flattert. Und das Schöne ist, das geht super schnell, wie ihr jetzt gesehen habt. Es ist jetzt schon eigentlich fertig, muss nur noch austrocknen. Und dadurch, dass ihr quasi wirklich jedes Modell mit einem Bart verseht, werden die auch nochmal individualisiert. Das heißt, die sehen alle nochmal unterschiedlich aus. Ihr könnt den einen Bart in die Richtung machen, den anderen Bart in die Richtung und das war es dann schon, ne? So, ich mache das jetzt nochmal mit den anderen Figuren, das zeige ich euch jetzt nicht. Und dann melde ich mich nachher wieder, wenn die alle soweit sind. Bis dann. So, da bin ich wieder. Und sie sind fertig. Das ging jetzt auch relativ zügig von der Hand. Ihr seht, die sehen nicht perfekt aus, ne? Also müssen sie auch gar nicht. Mit Farbe sieht es dann nochmal besser aus. Die einen
Die einen sind ein bisschen besser geworden, die anderen ein bisschen schlechter. Aber in der großen Masse nachher fällt das dann auch nicht mehr so richtig auf. Ihr seht, man kann zum Beispiel diese Schnurrbärte nach oben ziehen, dann hat man nochmal ein bisschen Variation. Manchmal kann man nochmal diesen Mund modellieren, indem man da einfach nochmal das Loch ein bisschen tiefer setzt. Aber das war es ansonsten auch schon. Also diese Technik funktioniert natürlich auch mit anderen Figuren. Goblins aller Art. Am besten ist es natürlich immer schon, wenn sie einen Hut aufhaben. Ansonsten müsst ihr halt diesen Hut auch nochmal modellieren. Das klappt aber auch, ist auch nicht super schwierig. Ich habe es jetzt ein bisschen zu gut gemeint mit dem Green Stuff. Habe jetzt hier noch so einen Batzen übrig. Ich mache es immer so, wenn ich so einen Rest habe, mache ich mir kleine Kügelchen, lasse sie dann aushärten und kann die dann nehmen für Base-Gestaltung oder andere Sachen. Ist immer ganz praktisch für unterschiedliche Größen. Und ja. Ja, ich hoffe, euch hat das kleine Sculpting-Tutorial gefallen. Und vielleicht probiert es ja einfach mal selber aus für eure Warhammer Goblins oder so. Wie gesagt, die sind auch relativ günstig zu kriegen. Second-Hand-Markt. Dann könnt ihr einfach mal so ein kleines Projekt starten. Ne? Und wie gesagt, das Schöne ist, auch für mich als Green Stuff Anfänger, man hat halt wirklich ein Ziel vor Augen. Man braucht so und so viel Gartenzwerge für das Projekt, was weiß ich, 40 Gartenzwerge oder so. Und wenn ihr das 40 Mal gemacht habt, habt ihr einfach schon ein besseres Gefühl für das Material. Ne? Also für wie es sich verhält, wie sehr es klebt, wie viel Wasser man nehmen muss etc. Das kommt einfach immer durch die Wiederholung und Wiederholung und Wiederholung. Und ich fand das auf jeden Fall für mich eine ganz angenehme Queste, das hier mal so zu machen und ein bisschen dazu zu lernen. Ich würde auch empfehlen, explizit Green Stuff für dieses Projekt zu nehmen, da dieses Zeug so ein bisschen elastisch ist, wenn es getrocknet ist und gerade bei den Bärten und bei den Spitzen dann auch nicht so schnell was abbricht. Es gibt auch Modelliermassen, die ein bisschen härter aushärten. Würde ich jetzt für das Projekt nicht unbedingt empfehlen, da das dann wirklich schon so steinhart wird und dann auch mal ganz gerne abbricht. Insofern, viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.